So in last video we were talking about the variable use of metronome as presented by Telsma 1980 and the reasons why that might not hold. So it's either single beat or double beat, but we were telling also, Lorenz was telling, there is not this also as use of single beat notation in literature. It's maybe minor or it's not as often as a double beat, but it is present, so it's important also to talk about that. So Lorenz, use of single beat notation early 19th century. Ja, wir haben Beispiele dafür, wo auch jeder Freund der langsameren Tempi, der ruhigeren Tempi sagen muss, das kann man unmöglich halbieren. Es gibt auch ein theoretisches oder ein methodisches Werk von Masson, heißt der Engländer, 1801. Da ist es auch eindeutig der einfache Schlag, der da vorausgesetzt wird, und nicht der Doppelschlag. Weil man, wenn man das immer vergleicht, die Tempi werden dann, das ist ja das unglaublich Interessante und Spannende, es ist im Grunde genommen dann eine indirekte Bestätigung für die Existenz der Doppelschlagsmessung, weil die Tempi in bestimmten Ausgaben wirklich um die Hälfte langsamer sind. And are those additions important additions or just accidental additions? So you have here one. Also ich habe hier eine ganz wichtige von Novello, diese Reihe von Mozart-Messen von Novello. Ich habe auch die Haydn-Messen. Das ist ungefähr 1820, ab 1820 herausgegeben. So the same time as Czerny and Moscheles. Und da habe ich eben auch diese Messkompositionen von Mozart mit Messkompositionen von Hummel, rhythmisch gleichartige Sätze, zum Beispiel alla breve Sätze, allegro moderato Sätze verglichen, wo auch die Silben gleich behandelt werden, also wo zum Beispiel die Achtel die Silbenträger sind und so weiter. Und es ist ganz eindeutig ungefähr die Hälfte des Tempos. Also diese Novello-Ausgaben sind eindeutig auf den einfachen Schlag zu beziehen, wohingegen zum Beispiel eben Hummel, weil seine Tempi dann doppelt so schnell erscheinen, für ganz gleichartig. So for instance, Hummel gives half note 63, then in Novello you would find something around quarter note 63. Ein ganz schönes Beispiel, eine Messe in F von Mozart, ich habe jetzt die Köchelnummer nicht präsent, ein Allegro, ein moderates Allegro, Novello notiert Achtel 112. Das gibt es weder bei Czerny, Hummel, Ries nirgendwo, dass ein Allegro dieser Machart, Viervierteltakt, mit Achtel als Silbenträger, also auf Achtel metronomisiert sind. Die werden immer auf Viertel metronomisiert und immer mindestens in der Bewegungsgröße, also Viertel 120, Viertel 144. Yeah, because that's something maybe not all people know, that all these metronome numbers of Hummel, Czerny, Moscheles and others, they are about this in the same range. Yeah. They are not exactly the same, but you cannot say that sometimes you have one that's a difference, but overall they're quite similar. So this is quite a normal tempo in fact. That's 112. Das ist 112. Ja. Das wäre dann das Kyrie. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ja, normal. Normal, ja. Aber eben wirklich die Hälfte, man kann es ganz schön zeigen im Vergleich Hummel und Novello. Sagen wir mal, ein Alla breve, ein typisches Alla breve Thema. Bei Mozarts Requiem in Novello-Ausgabe Achtel 120 Alla breve. Ja. Alla breve. 120 für die Achtel. Ja.
Und das ist dann keine klassische alla breve, das ist eine mit Sechzehntelnoten. Ja, genau. Also Misura Richtig, genau. Ja, aber es ist eine Art alla breve Machart. Also, ja. Ja. Und Hummel für ein ganz ähnliches Fugenstück, auch mit Sechzehnteln durchsetzt, genau das Doppelte, Viertel 126. Bei Mozart klingt es so: Kyrie Christe. Das ist wie Bach. Das wäre das Mozart-Beispiel von Novello. Und bei Hummel Amen, dann die metrisch. Und das ist jetzt metrisch. Ja. Das ist jetzt metrisch, genau. Yeah, it's always, you know what, if you sing this like that, we would I'm thinking in German and English at the same time, so I don't find my words all the time. We would immediately think on Bach and not on Mozart. That's a Bach tempo. Yeah. But for me, there is not such a thing as a jump in tempo in the time of Mozart. So for me, that's my most important take on that. That if you have this line from Bach, it's just a line that continues, a tradition that continues. Lorenz, can I ask, is that Novello edition? Novello was an important editor, so we can exclude that it is a misprint or that the guy didn't know about. Novello war ein großer Freund, großer Verehrer von Mozart. Und er hat eigens die Witwe Mozart aufgesucht, hat sich gekümmert um die Sammlung Mozartscher Werke und wollte auch die Aufführungen von Messen, das hat ihn sehr interessiert, er hat das sehr verfolgt und ich kann mir vorstellen, dass ihm Mozart eben so wichtig war, dass er vielleicht auch diese Metronomangaben auch selber besorgt hat. Ja, ich hätte noch ein anderes Beispiel. Es gibt in der Mitte des 19. Jahrhunderts im Zusammenhang mit der Herausgabe der Bachschen Werke durch die Bachgesellschaft auch einen Bearbeiter von Bachwerken, der Instrumentalsachen, Konzerte auf Klavier übertrug, und zwar zwei Klaviere. Diese, ich weiß nicht wie, Karl Krug eventuell, also Krug auf jeden Fall, C. Krug. Und der hat seine Ausgaben auch mit Metronomangaben versehen, eindeutig auf den einfachen Schlag zu beziehen. Okay. Weil sie genau die Hälfte der vergleichbaren Bach-Ausgaben. That's very strange because in the erste Bach-Gesellschaft-Ausgabe, I don't recall that there are any metronome numbers, so they are sometimes. Ja, also das ist nicht ein Teil der Bach-Ausgabe, sondern das sind Bearbeitungen. Okay. Ja. Aber zum Beispiel für ein Allegro im Viervierteltakt, das er mit Maestoso, also der Herausgeber mit Maestoso noch charakterisiert, da gibt er an Viertel gleich 60. Ja. Für ein Vierviertel Tempo Ordinario gibt Czerny für Bachwerke dieser Machart genau das Doppelte. Das Doppelte, ja. We have made some videos on Bach Czerny. Oder für ein alla breve, wirklich jetzt für ein echtes alla breve, gibt Krug halbe gleich 60 an. Ja, das ist perfekt, alla breve. Und genau, aber Czerny, das Doppelte. Ja, immer. Hummel Klaviersonate, Beethoven, First Part, that's a real alla breve, it's a double, it's 138, it's even faster. So kann man alle Taktarten durchgehen. Es ist eindeutig so, dass dieser Krug, der vielleicht etwas nach Czerny die Sachen herausgegeben hat, aber man kann sich nicht vorstellen, dass zwischen Czerny, zur Zeit von Czerny und Krug, wo etwa 20, 30 Jahre dazwischen liegen, dass hier eine Tempoauffassung bezüglich Bachscher Werke im Verhältnis von 1:2 And if it was, we would have read something about that, and there is more tradition in those days than people think today. The personal thoughts and the personal taste, as we today say, everybody is free to do whatever you want, was maybe not so applicable in those days. They were in a tradition. Und es gibt eben auch so Konstanten, wie zum Beispiel das alla breve. Alla breve ist ein Typus, der hält sich irgendwie durch, und auch das, was man so als Concerto, als Allegro eines Konzerts auffasst,
das ist ziemlich konstant. Yeah. So I will remember, because I didn't know about this Novello edition from this little chat, this little interview now about this single beat use, that there are publications with a clear single beat use of the metronome. That's one thing. And the second thing that strikes me is that in fact, I wouldn't say proof, because we today don't like the word proof, quote unquote, but the single beat metronome numbers, they stand in a position to the double beat exactly by 1 to 2, or 2 to 1, depending on how you would treat them. So that's actually very interesting. So thank you for sharing that with us, Lorenz. And I also remember that we have to do on that, and with we I mean the whole community, a lot of research. If there is something to be found, why Novello? Was he the first? If there is such a thing as a new tendency, if there is something, but that's for another video. You want to... De Mason war sicher noch vorher ein Engländer, der eine Flötenschule, glaube ich, herausgegeben hat und wo auch der einfache Schlag. Yeah, and typically you would have the smell that there is something in the UK that happened, because you will not find these single beat notations in Vienna, as I recall. Not so often. So that's something for maybe another video or even other research. Thank you, Lorenz, again. And thank you for watching. If this is your first time here on the channel, we are not only making interviews with Lorenz, but Lorenz is the author of Takt und Pendelschlag. We are going to publish his new book in English next year, which is, I think, an important step in the research on and the understanding of tempo and movement. Combine that with notation and a practical use application in real life, because that's something that's missing in that discussion. How does it sound? What are the implications of taking another tempo? It's not just taking the metronome and going down. With taking another tempo, a whole new culture comes. Whether you go up, which is fairly easy to do, because going faster is always the easiest thing. Going slower is not easy, not only for the ear, but also for the musician as well. It comes with a whole new culture, but that's interesting. That's called research, and I like doing that very much. So again, thank you, Lorenz. We see each other very soon again. Bye.